Hallo meine Lieben, heute ein weiteres Cutting Die, mit dem ich euch ein Beispiel für eine Slimline-Karte zeigen werde. Das Basisvideo für diese Slimline-Karten, das werde ich euch hier oben verlinken. Und was wir heute genau machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Heute wollte ich euch ein Beispiel zeigen, was ihr mit diesem Cutting Die machen könnt. Und zwar habe ich hier Motive von Whimsy genommen und eben dieses Cutting Die und da einen kleinen Farbtupfer auch drauf gegeben. Aber ansonsten, ihr kennt mich so ein bisschen, ich liebe es halt einfach eher schlicht. Und deshalb ist die auch eher in weiß gehalten mit diesen Akzenten. Wie ihr die machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für diese Karte braucht ihr Folgendes, natürlich das Cutting Die. Dann habe ich eine Karte gemacht, die gleich groß ist wie das Cutting Die. Und das heißt, die ist 20,5 cm hoch und 17,4 cm breit, gefalzt bei 8,7 cm. Und dann habe ich eine Auflagekarte, die genau gleich groß auch ist wie das Cutting Die, nämlich die 20,5 mal die 8,7 cm. Weil ich werde den Hintergrund noch ein bisschen gestalten, und zwar werde ich hier so quasi diese Schneeflocken über die Breite von dieser Auflagekarte, die so prägen. Dann habe ich noch ein Stück von diesem 200 Gramm Karton, um hier das Element auszustanzen. Dann habe ich zusätzlich, weil ich will im mittleren Element will ich einen orangen Hintergrund haben, und da habe ich von diesem Set hier einfach einen Kreis genommen, der größer ist als das, was hier ausgestanzt wird, und da einen orangen, das ist ein 300 Gramm Karton. Dann habe ich die Motive schon vorbereitet, weil heute geht es ja eher mehr um das Cutting Die als um die Stempel, aber einfach damit ihr seht, was ich gemacht habe. Das sind die Pinguine von Whimsy und die habe ich koloriert, und zwar mit, also das, was eigentlich weiß ist, damit das nicht komplett weiß ist, habe ich mit dem C1 und dem C3er koloriert. Dann das Dunkle ist mit dem BV29. Dann habe ich die Bäckchen mit dem R11 gemacht und die Füße und den Schnabel mit dem I38er und IR16. Das ist das. Und wundert euch nicht, das ist nicht derselbe Spruch wie der im Stempelset drinne, der da drin ist, weil ich habe das effektiv, ich mache mir diese Schriftzüge jeweils selber und drucke die dann einfach auf dieses 200 Gramm Papier mit dem Laserdrucker aus. Und da habe ich einerseits die Größe des Stempels selber plus dann auch noch zwei Elemente hinten dran, um da auch ein bisschen Dimension noch zu schaffen. Kleben, Flüssigkleber, Zementitflüssigkleber und dann auch noch Dimensionals. Und was bei mir immer auch auf dem Tisch ist, sind Scheren, das Falzbein, eine Pinzette. Und wir brauchen dann logischerweise noch die Big Shot, um das Ganze auszustanzen hier und auch um zu prägen. Und was ich ganz vergessen habe auch, ich werde den Spruch selber noch die Ecken abrunden, da habe ich so einen kleinen Eckenabrunder. Als allererstes werden wir jetzt gleich das Element stanzen, damit wir das schon haben, und auch diese Karte prägen und das ausstanzen und auch prägen. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right.
canceled all my plans to be with you tonight. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann solltet ihr eben dieses geprägte Element haben, hier diesen Kreis und das, was ihr mit dem Cutting Die auch ausgeschnitten habt. Und als allererstes bereiten wir hier kurz den Spruch vor. Da werde ich überall noch kurz die Ecken abrunden, damit es ein bisschen besser zu diesem eher runden Element, welche die Karte sonst hat, passt. Und dann diese Elemente auch gleich zusammenkleben. Dann kleben wir diesen Hintergrund direkt auf die Karte drauf. Und zwar so, dass der größere Anteil des Schneeregens von unten, also es fällt ja so quasi runter, das heißt die Karte geht so auf und so klebe ich das drauf. Hier, wenn ich das feststreicht, einfach nicht zu fest, nicht damit, dass ihr da die Prägung quasi wieder rausstreicht. Und jetzt geht es darum zu gucken, wo dieser orange Kreis hin muss. Und da lege ich mir das Element jeweils einfach kurz so hin, wie das dann am Schluss drauf sein wird. Und zeichne quasi hier nur ganz grob das kurz nach, damit ich weiß, okay, hier muss mein Kreis drauf. Dann nehmen wir die Pinguine und geben dem Dimensionals, aber ich mache das in der Regel nur so im oberen Bereich, das heißt der quasi so am meisten zur Geltung kommen soll, weil ein Teil wird hinter die Karte kommen. Oder hinter die Karte, hinter die Auflagekarte, sagen wir es mal so. Jetzt gucke ich mir so ein bisschen an, wo das dann hin soll. Dazu lege ich mir auch das Element wieder so hin auf die Karte, wie das dann drauf kommt. Und dann lege ich mir das so ein bisschen zurecht. Das heißt, die Füße werden quasi ein bisschen drunter kommen, aber hier der Kopf, der wird so ein bisschen drüber kommen, um hier auch ein Spiel reinzukriegen. Das heißt, ich gebe hier unten an den Füßen nur ein ganz klein wenig Kleber. Einfach, dass das mal da sitzt, wo es nachher sitzen soll. Und das auch bei diesen beiden hier drüben. Das heißt, hier kann ich hier drüben an diesem Fuß und hier quasi entlang des Bauches, das wird alles drunter sein. Let's just take our time. Dropping everything. Und dann kann ich den Kleber lösen von den Klebepunkten oder Dimensionals. Und dann die Karte auch schon fest oder die Auflage auch schon auf die Karte kleben. Was ich bei solchen Elementen drauf gucke, ist, dass hier, wo die Stitchline ist, da gehe ich nur außerhalb dieses Stitchline, so dass diese Wellen innen drinne nicht festgeklebt werden und so die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen nach oben zu biegen. Das sollte jetzt eigentlich schön abschließen mit der Karte selber. Und als allerletztes kommt noch dieser Spruch in die Mitte. Und somit ist diese Karte auch schon fertig. Auch wieder in meinem Stil eher schlicht gehalten. Und da habt ihr innen drin auch genug Platz, um etwas reinzuschreiben.
Und das war eigentlich auch schon das, was ich euch mit diesem Cutting Die zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee und dieses Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!